Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Video möchte ich euch einmal die wichtigsten Infos geben, welche ihr über das Dwarven Mines Update wissen solltet. Zunächst einmal angefangen bei dem Mining Skill, diesen kann man nun auch auf Level 60 grinden für die Skill Grinder unter euch. Und pro Level erhaltet ihr 4 Mining Fortune, welches eure Chance auf Doppeldrops beim Mining erhöht. Diesen Stat gibt es nun auch beim Farming und beim Foraging. Neben dem Mining Fortune gibt es nun noch den Stat Mining Speed, welchen ihr auch bei euren Stats nachschauen könnt. Diesen könnt ihr beispielsweise durch Haste Tränke erhöhen. Auf den Spitzhacken seht ihr auch, wie viel Speed ihr erhaltet, und es gibt sogar Rüstungen und ein Pad, welches euren Mining Speed erhöhen, zu denen komme ich aber später. Auf den Spitzhacken sehen wir nun auch eine neue Information, nämlich wie viel Breaking Power die Spitzhacke hat. Dieser Wert gibt an, welche Blöcke ihr mit dieser Spitzhacke erfolgreich abbauen könnt. Kommen wir aber nun zu dem neuen Gebiet, den Dwarven Mines. Um diese zunächst einmal betreten zu können, müsst ihr zunächst in den Deep Cavern ins Obsidian Sanctum. Dort findet ihr ziemlich nah beim Fahrstuhl Rise, welcher von euch 3 verschiedene Sorten 10 enchantete Erze haben will. Nachdem ihr ihm die benötigten Materialien gegeben habt, könnt ihr in die Minen. In den Minen sehen wir wieder Rise, welcher euch einen kleinen Guide zu den wichtigsten Dingen gibt, aber den überspringen wir mal, weil sonst wäre mein Video ja komplett sinnlos. Hinter Rise haben wir einen Laden mit 2 NPCs. Auf der linken Seite können wir T12 Mining Minions kaufen, im Umtausch für einen T11 Minion, passende Materialien und 2 Millionen Coins. Die T12 Minions zählen sogar als einzigartige Minion Upgrades, mit denen ihr mehr Minion Slots freischaltet. Für die unter euch, die schon 29 Minion Slots haben, ist es leider nicht möglich, den 30. Slot freizuschalten. Der andere NPC verkauft uns Spitzhacken, welche höhere Breaking Power als 4 haben und auch später auch mehr Mining Speed als eine normale Diamantspitzhacke. Hier gibt es auch Biofuel zu kaufen, welcher später für Drills benötigt wird. Drills oder auf Deutsch Bohrer sind effektivere Werkzeuge als Spitzhacken, wenn es dann später darum geht, in den Minen zu farmen. Wenn wir weiterlaufen, sehen wir den Event Guide Gary, denn alle 20 Minuten finden Events in den Minen statt. So muss man beispielsweise Goblins besiegen oder Tickets einsammeln, welche auf dem Boden rumliegen, und diese dann bei einem Block aus Musikboxen abgeben, damit man an der Verlosung teilnimmt, um mehr Ressourcen zu gewinnen. Oder bei einem anderen Event bekommt ihr einfach die doppelte Menge an Mithril-Powder für die Dauer des Events. Doch neben den festen Events, welche alle 20 Minuten stattfinden, gibt es auch noch Random Events, wie beispielsweise ein Ghast, welcher spawnt, den ihr abschießen müsst, und für jeden erfolgreichen Treffer erhaltet ihr Mithril Powder, und das Starfall Event, bei dem Starfall Kreaturen spawnen, und wenn ihr diese besiegt, bekommt ihr Starfall, welches später zur Herstellung von neuen Items benötigt wird. Wenn ein Event losgeht, bekommt ihr auch immer eine Nachricht im Chat, und bei manchen müsst ihr dann selber hinlaufen, um teilzunehmen, aber bei einigen Events könnt ihr euch auch zu Gary teleportieren, und von Gary aus könnt ihr euch dann zur Event Location teleportieren. Weiter hinten in der Mine haben wir dann noch einen NPC stehen, welcher jeden Tag von euch ein bestimmtes Item verlangt, aber er gibt euch nur eine grobe Umschreibung des Items, also müsst ihr entweder etwas überlegen oder ihr nutzt einfach die Google-Suche, denn im Skyblock Wiki sieht man bisher auch, welche Items er verlangt hat. Und wenn ihr ihm die Items dann gegeben habt, bekommt ihr Coins und etwas Mithril Powder. Wenn wir in der Mine weitergehen, sehen wir dann auch endlich die Blöcke, welche wir die meiste Zeit angucken werden, wenn wir in den Minen unterwegs sind. Die Rede ist von Mithril. Um dieses abzubauen, müsst ihr eine Spitzhacke haben, die mindestens eine Breaking Power von 4 hat. Bei den Mithril-Vorkommen kann man auch erkennen, dass sich die Blöcke farblich unterscheiden, so geben die Blöcke im Zentrum aus heller blauer Wolle deutlich mehr Mithril und mehr Mithril-Powder beim Abbauen, aber das Abbauen dieser Blöcke dauert auch deutlich länger im Vergleich zu den grauen Blöcken am Rand des Mithril-Vorkommens, aber dafür geben die grauen Blöcke auch weniger Ressourcen. Für Mithril gibt es auch eine komplett neue Collection bei Mining mit neuen Items, wo wir mal kurz einen Blick drauf werfen. Bei Stufe 1, wie bei den meisten Collections, schalten wir einen Minion für das entsprechende Material frei. Bei Stufe 2 schalten wir einen Trank frei, der euer Mining-Glück erhöht. Ab Stufe 3 könnt ihr enchantetes Mithril aus 160 normalen Mithril craften. Mit Stufe 4 könnt ihr ein Mithril-Crystal craften, welche alle Mining-Minions in einem 40-Block-Radius um 10% bufft. Ab Stufe 5 könnt ihr euch einen Mithril-Umhang craften, der euch Regeneration gibt, wenn ihr Schaden bekommt. Ab Stufe 6 könnt ihr einen Dwarven Super Compactor craften, das ist einfach eine Kombination aus einem Autosmelter und einem Super Compactor, also perfekt für einen Eisen- oder Gold-Minion.
Ab Stufe 7 könnt ihr ein neues Pet craften, das Mithril Golem Pet. Ich habe euch hier mal ein legendäres eingeblendet. Wie ihr seht, gibt euch das Pet mehr Mining Speed, mehr Mithril Powder und der legendäre Stat ist meiner Meinung nach der unnötigste, da eure Combat Stats um 20% erhöht werden, wenn ihr auf einer Mining Insel seid. Aber ansonsten ist das Pet wohl das Beste, welches man ausgerüstet haben kann, wenn man in der Mine unterwegs ist. Bei Stufe 8 sehen wir, dass man hier später eine Mithril Infusion freischaltet. Ich denke mal, das wird irgendwas für die Drills sein, aber das ist nur eine Vermutung. Und bei Stufe 9 und 1 Million Mithril in der Collection schaltet ihr das Rezept für ein Beacon frei, denn endlich gibt es wirklich Beacons in Skyblock, die einen Nutzen haben. So buffen die Beacons beispielsweise Minions auf eurer Insel oder geben euch sogar Buffs, egal wo ihr euch in Skyblock rumtreibt. Beim Abbauen von Mithrilblöcken kann es ab und zu auch passieren, dass ein Polished Dorit-Block spawnt. Dabei handelt es sich um Titan und um diese abzubauen benötigt ihr eine Spitzhacke mit einer Breaking Power von 5 oder höher. Wenn wir in der Mine weitergehen und dabei den Goldblöcken folgen und über die Brücke gehen, kommen wir dann irgendwann beim König an. Dieser hat zunächst einmal zwei verschiedene Aufgaben für euch, die ihr erledigen könnt. Bei den Aufgaben handelt es sich meist um sowas wie beispielsweise baut 500 Mithril-Erz ab. Dabei zählen dann wirklich nur die Blöcke, weswegen es dort sinnvoll wäre, eher die grauen Blöcke abzubauen, um schneller zu sein. Oder bau Erze an einem bestimmten Teil der Mine ab und bei manchen Aufgaben müsst ihr auch an den Events teilnehmen, dass ihr zum Beispiel 20 Goblins töten müsst oder 20 Tickets sammeln müsst. Als Belohnung für das Erledigen der Aufgaben erhaltet ihr Heart of the Mountain XP, Mithril Powder und Mining XP, weswegen ihr am besten einen Silberfisch ausrüstet, wenn ihr die Aufgaben abgebt. Je nachdem wie viele der Aufgaben ihr erfolgreich erledigt habt, gibt es dann Milestones dafür, welche euer Leben in der Mine etwas erleichtern. So erhaltet ihr bei den ersten Meilensteinen beispielsweise ordentlich Mining XP und nach schaltet ihr dann auch weitere NPCs in der Mine frei, bei denen ihr die Aufgaben dann auch abgeben könnt, damit ihr nicht jedes Mal bis zum König laufen müsst, wenn ihr eine Aufgabe abgeschlossen habt. Später gibt es dann auch eine Travel Scroll zur Mine oder einen dritten Slot für eine Aufgabe. Und beim letzten Meilenstein erhaltet ihr auch eine königliche Taube. Ich denke mal, mit der könnt ihr dann von egal wo mit dem König kommunizieren, wegen den Aufgaben, also ähnlich wie das Bedphone von Maddox. Beim Königsraum seht ihr auch noch ziemlich viele andere Typen rumsitzen, denn wer König ist, wechselt sich regelmäßig ab und wenn ihr einmal mit jedem der 7 möglichen Könige geredet habt, bekommt ihr den Königstalisman, welcher euch ein Mining Speed gibt und 1% mehr Mithril Powder beim Abschließen von Aufgaben für den König. Bei den Aufgaben hat man ja auch Heart of the Mountain XP bekommen. Diese wird für den neuen Skillbaum benötigt, welchen ihr im Skyblock-Menü oben findet. Der Skillbaum hat insgesamt 5 Stufen und beim Stufenaufstieg erhaltet ihr Tokens, mit denen ihr im Skillbaum gewisse Perks aktivieren könnt, um beispielsweise effektiver zu minen. Und manche dieser Perks könnt ihr dann noch leveln, indem ihr Mithril Powder einsetzt, welches ihr ständig in den Minen bekommt. Die Tokens, die ihr bekommt, reichen aber nicht, um alle Perks zu aktivieren, weswegen man sich überlegen sollte, was wirklich wichtig für einen ist. Aber wenn ihr mal nicht so zufrieden mit eurer Auswahl seid, habt ihr auch die Möglichkeit, den Skillbaum zurückzusetzen, um die Punkte neu zu verteilen oder das Mithril Powder bei einem anderen Perk einzusetzen. Bei den Tiers sieht man auch, dass man ab Stufe 2 die Forge freischaltet und mit jedem weiteren Tier auch mehr Forge Items freischaltet. Forge oder die Schmiede finden wir, wenn wir wieder Richtung Spawn der Mine gehen und dann einfach den Lavafluss zu den großen Ofen folgen. Wenn ihr Stufe 2 bei Heart of the Mountain erreicht habt, könnt ihr mit Forger reden, um Items zu schmieden. Anfangs habt ihr nur 2 Schmiedeslots, aber mit steigenden Level bei Heart of the Mountain schaltet ihr bis zu 5 Slots frei. Die Items, die ihr schmieden könnt, unterscheiden sich dann nach Schmiedematerial, wie beispielsweise Refined Mithril, welches ihr aus 160 Enchanted Mithril innerhalb von 6 Stunden schmieden könnt. Und Itemherstellung, wo ihr wirklich Items schmieden könnt, die ihr verwenden könnt, wie beispielsweise bessere Spitzhacken oder auch später Drills, neue Reforged-Steine oder Talismane und hier könnt ihr auch bessere Versionen der Beacons herstellen, um bessere Buffs von den Beacons zu erhalten. Neben den freundlichen NPCs gibt es in den Minen aber auch ein paar aggressive Mobs zu finden, wie beispielsweise die Goblins, welche ab und zu Eier droppen, aus denen wiederum Goblins spawnen können, oder sie haben ein paar Coins dabei und nicht allzu selten droppen sie auch einen Teil der Goblin-Rüstung, welches euch pro Teil etwas Mining Speed gibt. Und wenn ihr das komplette Set habt, wandelt das Set eure Intelligenz 15:1 im Mining Speed um. Also wenn ihr Mage seid und ziemlich viel Intelligenz habt, ist das Set ganz gut, um schneller zu minen. Aber für die meisten ist wohl das Set interessanter, welches ihr von den nächsten Mobs bekommen könnt, nämlich den Ice Walkern. Von denen könnt ihr das Glacier Set bekommen,
welches euch pro Mining Level 2 mehr Mining Speed gibt, was für die meisten wohl im Vergleich zum Goblin Set besser sein wird. Ansonsten könnt ihr Icewalker auch Glacial Jewels droppen, welche ihr bei der Schmiede benötigt. Und die letzten Gegner, die mir momentan bekannt sind, welche auch ein Rüstungsset haben, sind die unsichtbaren Creeper hier unten. Die haben einiges an HP und wenn ihr nicht aufpasst und es zu viele werden, könnt ihr ziemlich schnell sterben. Aber das Risiko lohnt sich, denn diese droppen ab und zu Sorrow und aus insgesamt 72 dieser Sorrow könnt ihr die Sorrow Rüstung craften, bei der ihr pro Teil 5 Magic Find, 50 Mining Speed und 20 Mining Glück erhaltet. Also insgesamt würde die Rüstung euch 20 Magic Find, 200 Mining Speed und 80 Mining Glück geben und damit ist die Rüstung wohl momentan die beste, wenn es um Mining geht. Zudem macht euch die Rüstung auch unsichtbar. Ansonsten waren das erstmal die wichtigsten Infos meiner Meinung nach zu den Update. Natürlich gibt es in den Minen auch wieder einige neue Fairy Sword zu finden. Ein Link zu einem Fairy Sword Guide für die Mine habe ich euch mal in der Videobeschreibung verlinkt. Und ansonsten könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das neue Update findet. Und ansonsten wünsche ich euch auch noch einen wunderschönen Tag und ciao.